Moinsen, ich bin Jeanette und ich möchte euch heute den Chariot Cross 1 von Thule, nämlich den Kinderfahrradanhänger, vorstellen. Dieses gute Stück habe ich tatsächlich jetzt schon 2 Jahre und er ist ja fast eigentlich mein täglicher Begleiter oder unser täglicher Begleiter. Mal fährt mein Mann, mal fahre ich. Und wir haben damit hier an der Ostsee schon so viele Touren gemacht. Denn wie zum Beispiel beim letzten Video, als ich euch die Paddelboote vorgestellt habe, habt ihr euch vielleicht auch gefragt, wie wir dann an die Seen gekommen sind oder an den Platz. Ja, und das haben wir mit diesem Thule zum Beispiel gemacht. Tatsächlich Kind rein, Proviant rein und dann obendrauf die Paddelboote und los ging die Fahrt. Jetzt zeige ich euch mal, wie der aktuelle Zustand von dem guten Fahrzeug ist. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hier vorne am Netz hat er schon einiges davongetragen, denn manchmal strampeln die Kleinen oder stecken da irgendwas aus Lust und Laune gegen das Netz. Naja, und dann ist es halt schon das ein oder andere Mal gerissen. Das haben wir repariert mit Fiberglasband. Das geht echt easy. Einfach zuschneiden, draufkleben, fertig und schon habt ihr wieder funktionstüchtiges Netz. Ansonsten darf ich sagen, hat der Wagen noch keine größeren Blessuren davongetragen, bis auf ein paar Kratzer und Gebrauchsspuren, die halt im Alltäglichen passieren. Beim Fahren über Stock und Stein ist da noch nichts passiert. Die Feder ist top. Die Radaufhängung ist 1A wie am ersten Tag. Auch hier die Gelenke, alles tipptopp, genauso wie vorne die Bereifung, die man ja hier auch dann entfernen kann, ganz einfach, damit der Buggy oder damit der Thule Buggy dann auch zum Anhänger wird. Das ist ja auch so easy. Schaut mal, da müsste man nur einmal die Stange hier vorne einsetzen, einrasten lassen, zumachen. Hier nochmal einmal die Sicherheitsschlaufe durch und dann kann man den schon anhängen und kann losfahren. Am Ziel angekommen, diesmal mit dem Fahrrad als Anhängervariante. Einfach wieder alles lösen, bisschen tricky hier an meinem Fahrrad, aber das geht schon. Oh, jetzt ist der ein bisschen falsch gestellt. Muss natürlich gerade stehen. Das Ganze rauslösen, dann hier die Sicherheitsschnalle öffnen oder den Sicherheitsverschluss und dann aus der Verankerung nehmen. Super praktisch auch hier die Halterung für die Achse direkt am Thule. Dann einfach das Rad lösen, unterstecken, darauf achten, dass es wirklich richtig einrastet, verschließen und auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann den Überrollbügel wieder zum Griff bauen, die Fahne einfach hinten rein, einstellen, so wie man es gern hat und dann geht's los. Wahrscheinlich geht es euch wie mir, als ich mir damals einen Fahrradanhänger zugelegt habe. Da hatte ich mir natürlich viele verschiedene angeschaut, in allen Preiskategorien und bin am Schluss dann doch beim Thule hängen geblieben, weil er einfach die Gimmicks, die er hat, ja, wurden beim Thule so gut gelöst, dass sie mir im Alltäglichen einfach überhaupt nicht zur Last fallen, sondern im Gegenteil, ja, es einfach richtig Spaß macht, den Thule auch zu benutzen. Ein Beispiel dafür ist das Sonnenverdeck. Das ist super smart hier anzubringen, ganz leicht per Klick und verschiebbar und einstellbar nach unten und nach oben. Das haben die super gelöst, ganz toll. Dann auch super praktisch diese Netztasche hier oben, wo man einfach das Regenverdeck reinpacken kann, ohne dass es einen irgendwie stört oder auffällt. Dann innen sehr praktisch, wenn man auch längere Touren machen möchte, hat man hier 2 kleinere Taschen und hier vorne auch noch so ein bisschen Platzbereich, wenn das Kind noch nicht ganz so lange Beine hat, dass man hier Spielzeug, was zu essen, eine Trinkflasche, Kekse oder was auch immer das Kind gern mag, ja, mit reinpacken kann. Und so sind die Kleinen auch im Wagen top beschäftigt. Die Gurte sind wirklich sehr gut, leicht zu handeln. Man klickt das hier einfach nur ein. Man kann die auch einzeln einklicken und dann auch einfach so wieder lösen. Also sehr schön gemacht.
Wenn das Kind dann müde ist, ist natürlich wichtig, dass man auch, sag mal, eine halbwegs komfortable Schlafsituation schafft. Und das hat Thule so gelöst, dass man hier hinten einfach per Klick das Rückteil nach hinten zieht und somit das Kind hier vorne eine angeschrägte Liegeposition hat. Was ich auch absolut genial von Thule gelöst finde, ist tatsächlich die Halterung direkt am Thule für die Stange, die dann ans Fahrrad montiert wird. Also besser kann man es einfach nicht machen. Also ihr Lieben, von mir eine klare Kaufempfehlung für alle mit einem Kind. Den gibt es auch als Zweisitzer, das ist dann der Chariot Cross 2. Und ja, also mehr Spaß unterwegs, wenn man dann mal längere Touren machen möchte, auch mit Kleinkindern. Wenn man möchte, dass das Kind auch daran schlafen kann, dass es sich darin auch selbst beschäftigen kann, mit ein bisschen Spielzeug. Ja, dann steht eigentlich keinem Ausflug noch irgendwas entgegen. Und die ganze Familie hat Spaß. Die Eltern auf dem Rad. Wenn ihr viel Gepäck mitnehmt, so wie wir beim letzten Mal mit den Paddelbooten, dann solltet ihr doch den Mann fahren lassen mit dem Anhänger, weil dann wird es doch recht schnell sehr schwer. Ja, das war mein Fazit zum Thule Fahrradanhänger. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst mir diese gerne in den Kommentaren da. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!